Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin, bei mir herrscht das Chaos. Ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern und versuche, das Chaos mit Hilfe der Fly Lady Methode in den Griff zu bekommen. Im heutigen Video nehme ich dich 5 Tage à 15 Minuten bei der Zonenreinigung mit, und zwar in unserem Schlafzimmerschrank, der alles Mögliche beinhaltet, und möchte dir zeigen, wie viel man am Ende der Woche dadurch ausmisten kann und wie viel Platz man dadurch schaffen kann. Sollte dich das Thema interessieren, bleib gerne dran. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, falls dir das Video gefällt. Und lass mir auch gerne ein Abo da, solltest du neu auf meinem Kanal sein. Das ist kostenlos für dich, es ist eine Unterstützung für mich. Ich danke dir und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Ich zeige euch wie immer erstmal die Ausgangssituation. Das ist unser Schrank im Schlafzimmer, der alles Mögliche beinhaltet. Ich habe mir ein paar Ordnungsboxen gekauft, habe eine Mülltüte parat und nochmal eine etwas stabilere Tüte für die Kleidung, die ich aussortieren werde. Und beginne einfach damit, dass ich erstmal 15 Minuten die Stoppuhr stelle und versuche in 15 Minuten alles Mögliche auszusortieren. Ich beginne mit den Ordnungskisten, die unten im Schrank lagen. Da waren überwiegend Kleidungsstücke von meiner Tochter drinne, und schaue, welche Sachen ich halt noch gebrauchen kann, vielleicht für meinen Sohn, und alles andere habe ich jetzt einfach in die Tüte gepackt, die für Spenden gedacht ist. Ansonsten habe ich da noch Gardinen gefunden, auch die habe ich jetzt zur Spende in die Tüte gelegt, und versuche einfach einmal einen Überblick zu schaffen, was ist überhaupt noch in diesen Kisten alles drin, was kann weg, ruhigen Gewissens, was kann ich davon wegschmeißen und welche Sachen möchte ich aufbewahren. Natürlich ist es bei der Zonenreinigung auch immer wichtig, einmal alles ordentlich auszuwischen und sauber zu machen. Also wir wollen halt eine gute Ausgangssituation schaffen, und ich versuche einfach so effektiv wie möglich die Sachen halt auszusortieren und auszumisten. Hier habe ich zum Beispiel auch wieder 2 Jacken gefunden von meinem Mann. Die hat er ewig nicht getragen und ich bin mir sicher, dass er damit okay ist, wenn ich die jetzt spende. Also er darf natürlich noch mal einen Blick reinwerfen. Aber in der Zonenreinigung schaffen wir also jeden Tag mit diesen 15 Minuten ganz viel raus zu befördern aus dem Schrank, aus der Wohnung, aus dem Haus, und wir schaffen so halt auch kontinuierlich Ordnung, und wenn man halt alles einmal richtig sortiert und ordnet, dann hält sich diese Ordnung halt auch langfristig, und das ist genau der Schlüssel. Das muss man halt erstmal erreichen, wenn man erstmal sich von ganz vielen Sachen entledigt hat und halt auch die Sachen neu angeordnet hat und organisiert hat, dann besteht die Ordnung langfristig. Man kann die Sachen wieder schnell zurückordnen, alles hat wieder seinen Platz, und das ist besonders wichtig. Weiteren bin ich auf jeden Fall dabei, die Stifte auszusortieren. Also ich habe da zigtausend Kugelschreiber gehabt. Ich habe jetzt einfach einen Schwung weggeschmissen, einmal ausprobiert, was von denen schreibt und was nicht. Ich habe da Kabel und alte Kopfhörer. Auch die habe ich jetzt nochmal aussortiert. Und ich versuche einfach, meine 15 Minuten so gut es geht zu nutzen und so schnell wie möglich einfach alles mal durchzuschauen, und versuche mich auch gleichzeitig ganz schnell von den Sachen zu trennen, nicht lang zu überlegen, und damit war auch schon die ersten 15 Minuten für den Tag um. An Tag 2 habe ich dann dort weitergemacht, wo ich aufgehört habe. Also ihr seht auch, ich habe da in der Kiste einfach die Sachen reingestopft am Vortag, habe die wieder zurückgepackt und wusste dann halt auch schon, okay, da muss ich sozusagen heute weiter anknüpfen. Und da ging es dieses Mal vorrangig mehr um Papierkram, der halt noch in den Schubladen war, also teilweise auch Uni-Zeugs, und ich habe einfach alles, was ich an Unimaterialien hatte, weggeschmissen. Das Gleiche gilt auch für Schulzeugs. Ich weiß nicht, ich habe mal vor ein paar Monaten, oder ist jetzt, glaube ich, schon ein Jahr her, da habe ich mal angefangen, so Papiere auszusortieren, und ich hatte wirklich noch teilweise Schulunterlagen, Schulhefter von mir aus der Oberschule. Braucht kein Mensch, ja. Also von sowas kann man sich wirklich ruhigen Gewissens lösen. Und gerade in der heutigen Zeit, man kann alles googeln, man braucht nicht irgendwelche Unterlagen sich aufzubewahren. Und ja, und deswegen habe ich auch heute mich ganz rigoros von meinen Studienunterlagen getrennt. Alles, was mir so in die Hände gekommen ist. Genau. Des Weiteren habe ich dann wieder, wie gesagt, die Kabel versucht zueinander zu packen. Ich habe einfach mir schon immer nebenbei so ein paar Körbe und Ordnungsboxen zurechtgelegt und habe dort einfach schon immer so ein bisschen vorsortiert, damit die Sachen beieinander bleiben und es mir das Verräumen im Anschluss einfacher macht. Ich nehme mir jetzt noch meine Bastelkiste vor. Ich
packe jetzt einfach mal die Sachen aus dem Schuhkarton zurück in diese Ordnungsbox. Jetzt sind auch die 15 Minuten um, das heißt, ich überziehe an diesem Tag und ich schaue einfach durch. Zum Beispiel, da waren Klebestifte und sowas, so ein Prittstift und so weiter drin und habe da jetzt einfach die Sachen weggeschmissen. Die sind schon länger da drin gewesen und waren auch eingetrocknet. Und beende jetzt die ganze Geschichte etwa mit 2, 3 Minuten Verzögerung. Also ich bereinige jetzt schnell noch meinen Arbeitsbereich und mache am nächsten Tag da weiter, wo ich aufgehört habe. Also hier siehst du auch in dem Korb, da sind jetzt noch die Sachen drin gewesen, in dem roten Korb, die ich am Vortag nicht zu Ende geschafft habe in der Zonenreinigung. Die habe ich dann einfach in den Korb reingepackt und in die Schublade reingelegt und habe mich dann an Tag 3 drum gekümmert. Heute geht es vorrangig um Papierkram. Also ich hatte da noch ein paar Hefter und Ordner und ich muss euch sagen, ihr habt vielleicht in meinem anderen Video gesehen, ich glaube, das hieß Organisiert ins neue Jahr. Also schaut da auf jeden Fall rein. Gesehen, dass wir jetzt unseren Papierkram ganz anders aufbewahren. Gott sei Dank, ich sage euch, das ist so eine Erleichterung. Wenn du auch Probleme hast mit deinem Papierkram oder da chaotisch bist, dann kann ich dir dieses Video auf jeden Fall ans Herz legen. Das hat mein Leben revolutioniert und auch die meines Mannes. Hier sehen wir aber halt noch so alte Überbleibsel von den letzten Jahren. Also ich habe hier ganz viele Briefe aus 2018, 19 aussortiert, wo wir noch nicht dieses System hatten und habe jetzt einfach ganz, ganz viel weggeschmissen und räume jetzt noch mal aber ein paar Sachen zurück, weil da auch ein paar Unterlagen von meinem Mann waren. Da möchte ich jetzt nicht vorweggreifen und einfach die Sachen entsorgen. Da muss er selber noch mal reinschauen, ob irgendwas davon wirklich wichtig ist. Aber alles andere, was jetzt für mich schon klar war, was schon abgearbeitet ist oder schon erledigt ist, das habe ich jetzt natürlich weggeräumt. Dann haben wir hier so eine Schubladenbox. Auch da waren wieder verschiedene Briefe. Also da hatte ich scheinbar auch mal versucht, mir ein Ordnungssystem anzueignen, was aber nicht funktioniert hat. Und auch hier schmeiße ich jetzt die ganzen alten Briefe und Schriftverkehrgeschichten halt weg und versuche zum Ende hin dieses System, also dieses Ordnungssystem halt so zu gestalten, dass da einfach nur noch Briefumschläge sind, also Büromaterial, ähm, Büroklammern, Briefumschläge, so ein paar Klarsichthüllen und so weiter. Also diese Sachen sollen dann hier drin sein. Ich habe auch immer ein paar Grußkarten auf Vorrat zu Hause, also zum Geburtstag oder für Weihnachten oder sowas. Und auch die sind da mit drin. Ja, dann geht es weiter. Hier habe ich zum Beispiel noch eine Kiste gefunden, da war Weihnachtszeug drin. Also es war jetzt auch ganz schön kreuz und quer alles Mögliche drin. Und da habe ich jetzt mal zum Beispiel ein paar Weihnachtskugeln gesehen. Da war auch schon ein paar kaputt in der Tüte, weil natürlich eine Tüte nicht so stabil ist. Deswegen habe ich jetzt auch die Weihnachtskugeln und Lichterketten in so eine Ordnungsbox gepackt und versuche jetzt das ganze Weihnachtszubehör, jetzt zum Beispiel auch diese Weihnachtspyramide gesammelt an einem Ort zu lagern, sodass ich auch nächstes Jahr das Ganze wiederfinde. Im Hintergrund klingelt auch schon der Timer und die Zeit war um und ich beginne an Tag 4 wieder mit 15 Minuten, habe, wie ihr seht, da noch einen Korb gehabt vom Vortag, den ich nicht zu Ende gemacht habe. Den habe ich jetzt gerade nochmal entsorgt, also beziehungsweise habe den Inhalt entsorgt. Ich habe diesen Zettel, der in der Innentür vom Schrank war, nochmal weggeschmissen. Da waren so Erste-Hilfe-Griffe für Kleinkinder drin und auch so Giftrufnummern und so weiter. Ich hatte das mir damals irgendwie reingeklebt im Schrank, weil ich dachte, es wäre ganz praktisch, das irgendwie halt sichtbar zu haben. Aber mittlerweile denke ich, ist es überflüssig und ich habe das jetzt da auf jeden Fall weggenommen. Ich sortiere jetzt noch alles, was so am Partyzubehör ist. Ich habe so ein paar Geburtstagsgeschichten, beziehungsweise habe das unterteilt in Geburtstag, in Luftballons, weil wir haben zum Beispiel auch so eine Luftballongirlande beziehungsweise so Luftballonständer und so weiter. Ich habe diese ganzen Sachen, die zum Luftballon gehören, zusammengepackt. Ich habe die Girlanden zueinander gepackt. Ich habe Silvesterschmuck nochmal separiert. Also ich habe versucht, so ein bisschen das zu strukturieren, damit ich die Sachen auch besser wiederfinde. Und in der Zwischenzeit ist auch schon die Zeit um. Das heißt, hier überziehe ich wieder, aber ich war halt auch gerade in Fahrt und wollte das jetzt auch zu Ende bringen. Da tut es mir auch nicht weh, mal 5 Minuten ranzuhängen. Also für den heutigen Tag habe ich dann 20 Minuten in etwa aufgewendet statt nur 15 Minuten. Aber wie gesagt, wenn man gerade gut im Fluss ist und gut in Fahrt ist, sollte man das Ganze halt auch vernünftig zu Ende bringen. Wenn gar nichts geht, dann, wie ich das ja auch in den Vortragen gemacht habe, packe ich die Sachen einfach in den Korb rein, lege sie erstmal zurück in den Schrank und weiß dann halt, dass ich am nächsten Tag an der Stelle weitermachen muss.
Wie ihr auch seht, ich habe diese Boxen, Ordnungsboxen und so auch vor dem Schrank gelassen, so dass ich einfach am nächsten Tag direkt weitermachen konnte, ohne mir das ganze Zeug anzuschleppen. Was aber auch bei uns einfach ist, weil ja bei uns das Schlafzimmer, wo jetzt ja gerade diese Zonenreinigung stattfindet, ja eh schon unser Chaosraum ist oder unser Aufbewahrungsraum. Wir haben ja keine Abstellmöglichkeit, das hatte ich euch schon erzählt. Und das war auch im Grunde der Grund, warum ich mich um diesen Schrank unbedingt kümmern wollte. Wir haben nämlich wieder ganz, ganz wenig Platz, gerade auch für die Klamotten für meinen Sohn. Der hatte anfangs nur eine Schublade oder beziehungsweise 2 Schubladen in der Malmkommode mit seinen Sachen. Als er kleiner war, war das auch vollkommen in Ordnung. Jetzt werden seine Sachen natürlich größer und ich brauche zwingend und dringend Platz und habe jetzt halt einiges, was in der Malmkommode war, jetzt hier in die Körbe noch mal unterbringen können. Also, da waren zum Beispiel Kleidungsstücke, die noch zu groß sind für ihn. Ich habe jetzt aber auch einfach mit Gästehandtüchern rauslegen können. Habe jetzt also ein ganzes Schubfach in der Malmkommode schaffen können an Platz und diesen kann ich dann halt noch mal nutzen, um seine Klamotten da besser einzusortieren, so dass er halt auch mehr Platz hat. Außerdem habe ich noch die Ordner aus dem Kallax-Regal hier mit reingepackt. Ich hatte hier jetzt Platz und habe jetzt beim Kallax, also sozusagen dort, wo auch seine Kleidung ist, noch mal 'n Stauraum für eventuell Kleidung oder halt anderes Zubehör und habe jetzt einfach alles so organisiert. Also, wie ihr seht, hier sind die ganzen Weihnachtsgeschichten mit drinne. In der Schublade habe ich mein Studienmaterial, ich habe Büromaterial hier drinne, ich habe Tesafilm, Tacker, Taschenrechner. Hier sind noch Hefte und, ja, Blöcke und so. Ansonsten hier ein bisschen Elektrozeug, Steuer-CDs. Hier ist auch noch ganz viel Luft. Also, hier sind so ein paar Kinderspielsachen drin, aber es ist ganz, ganz viel Luft überall geschaffen. Natürlich soll das nicht dazu animieren, dass ich das weiter vollstopfe, aber man sieht einfach, wie viel da tatsächlich weggekommen ist. Hier habe ich noch eine Ordnungsbox, die eigentlich noch oder die ist leer. Da könnte ich auch noch was verstauen notfalls. Und hier oben habe ich halt die Gästehandtücher jetzt erstmal eingelagert. In der grauen Tasche ist übrigens Geschenkpapier drin und da ganz oben ist auch noch Luft. Also auch dort hätte ich noch Möglichkeit, etwas unterzubekommen. Ihr wisst, bei uns zu Hause muss man ein bisschen Tetris spielen. Und auf jeden Fall, das ist das Ergebnis, was an 5 Tagen Zonenreinigung so zusammengekommen ist. Ich habe das extra aufbewahrt, damit ich das euch zeigen kann. Also diese Tüte kommt weg sozusagen zur Spende. Da sind Kleidungsstücke drin, die halt weitergegeben werden können und alles andere ist Müll. Und das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, mit 15 Minuten à 5 Tagen kann man so weit kommen. Und wenn man das kontinuierlich macht, dann wird es schleichend einfach ordentlich. Hier ist das Malmfach, was ich jetzt leer bekommen habe. Da kann ich halt die vollgestopfte Schublade von meinem Sohn jetzt wieder ein bisschen strecken und auflockern. Und das Kallax-Regal, was jetzt auch noch Platz hat. Das ist jetzt das Vorher-Nachher-Ergebnis. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne einen Daumen hoch da, bleib gesund und bis zum nächsten Video.